Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe PS Speicher TV. Diese Folge steht unter dem Motto AWUS 100. Wir nehmen euch mit zu unserer Eröffnungsveranstaltung der neuen Sonderausstellung. Wir zeigen euch echt tolle Autos und wir haben ein paar interessante Gäste für euch. Bei mir ist jetzt Ulf Schulz. Ulf ist der Initiator von AWUS 100 und gemeinsam mit ihm haben wir diese wunderschöne Ausstellung in Einbeck realisiert. Hallo Ulf, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ulf, AWUS 100, das ist ja nicht nur die Ausstellung hier bei uns im PS-Speicher. Es gibt auch ein Buch, ich halte es hier gerade in den Händen, aber es gibt noch viel mehr. Was gibt es denn noch? Ja, natürlich, so wie du es schon sagtest, das Buch. 288 Seiten, 3 Kapitel, über 400 Abbildungen. Und wir haben mit 100 Geschichten versucht, die ganze Ära der AWUS, die Geschichte der AWUS nachzuzeichnen. Und das ist so der Grundstein, die Basis meiner ganzen AWUS-Idee. Dazu gibt es natürlich am 24.09. auf der AWUS in der alten Nordkurve eine Geburtstagsfeier. Da geht es eigentlich darum, die AWUS nochmal zu würdigen, auf dem alten Asphalt Benzingeruch in der Nase haben, alte Autos um uns rumfahren. Ich habe eine kleine Rennsportausstellung aufgebaut von den 20ern bis in die 90er Jahre und wir werden auch berühmte Rennfahrerlegenden wie Kurt Ahrens, wie Strize Stuck vor Ort haben, Prinz Leopold von Bayern, die werden Rede und Antwort stehen, aus der wilden Zeit der AWUS erzählen. Du bist ausgewiesener AWUS-Experte und Kenner der Materie. Woher kommt deine Begeisterung für diese Rennstrecke? Naja, wie bei all unseren Autoleuten ist es wahrscheinlich auch so. Auch bei mir war es so, ich bin früher in ein zu großes Fass Benzin oder in meinem Fall sogar Diesel gefallen. Und als gebürtiger Berliner lag die AWUS natürlich sehr nah. Jetzt war es so, dass die Mauer mich aber bis mindestens 11 Jahren, im Alter von 11 Jahren trennte zur AWUS. Trotzdem war dieser Mythos AWUS auch in den Osten hinein natürlich bekannt. Und so wie die Mauer aufging, war für mich ein Weg klar, ich musste zur AWUS, habe dann jedes Rennen begleitet. Und die AWUS ist für mich wie so eine alte Dame, die heute am Tisch sitzt oder bei einer Geburtstagsfeier so am Rand eines Tisches sitzt und keiner hört ihr mehr so richtig zu, weil alle denken, ach, die Geschichten kennen wir schon. Und irgendwie fühlte ich als meine Aufgabe, die alte Dame wieder an den Tisch zu holen und zu sagen, lasst uns mal zuhören, weil ich glaube, sie hat viel mehr zu erzählen und da sind wahnsinnig spannende Geschichten, wo es sich lohnt, einen Blick in den Rückspiegel zu machen. Vielen Dank, Ulf. Wir sehen uns nachher noch bei der Eröffnung. Und dieses Buch AWUS 100, das gibt es auch bei uns im PS-Speicher zu kaufen, passend zur Ausstellung zu einem Sonderpreis. Unseren heutigen Ehrengast brauche ich nicht mehr vorstellen. Sein Familienname ist eng mit der Geschichte der AWUS verknüpft. Sein Vater ist auf der AWUS gefahren, er selber ist auf der AWUS gefahren und mittlerweile sind seine Söhne auch erfolgreich im Rennsport. Bei mir ist Hans-Joachim Stuck. Hallo Herr Stuck, schön, dass Sie da sind, freut mich. Ist mir eine große Ehre und Freude, ganz besonders. Danke. Herr Stuck, wir stehen hier vor einem Auto Union Typ C, damit ist Ihr Vater erfolgreich gefahren, auch auf der AWUS. Sie durften dieses Auto auch schon einmal bewegen, auch auf der AWUS. Wie fährt sich so ein Bolide mit 16 Zylindern? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe es ja schon ein paar Mal vorher gemacht, auch. Ich kenne das Auto. Aber immer, wenn ich die Chance habe, damit zu fahren, muss ich immer noch dahinter denken, was haben die Burschen damals geleistet mit diesen Fahrzeugen? Ne? Gerade auf der AWUS, die hohen Geschwindigkeiten bis zu 400, keinen gescheiten Helm auf, nur eine Staubkappe, keine Sicherheitsgurte, keine Servolenkung, keine gute Position ergonomisch. Also gerade wie ich dann 90 im Rahmen der DTM, den auch auf der AWUS dann zum ersten Mal fahren durfte, das waren schon Momente, die sind im Leben kaum wiederbringlich, muss man sagen. Gell? In dem Rennwagen sitzen, wo der Vater drin gesessen ist, das ist schon toll. Er hat auch viele Geschichten erzählt, dass das unbequem war, dass er sich immer die Füße verbrannt hat bei den Wasserrohren, die vorbeigehen. Und einfach toll. Einen Tag später sind Sie dann umgestiegen in einen modernen Audi, in einen V8. Und mit dem waren Sie dann erfolgreich in der DTM. Richtig. Das war der erste Sieg im V8. Ja. Damals im Jahr 19 wir DTM gefahren. Und das war schon auch dann eine der Lösungen, dass die ganzen Rennen, die wir vorher mal Zweiter, Dritter waren und dann die ganze Testarbeit, die wir geleistet haben, dann einen Sieg umzusetzen kann, gerade auf der AWUS. Ich meine, was kann schöner sein? Also dieser Tag, die Verbindung, das erste Mal mit dem Audi V8 zu gewinnen, Vaters Auto zu fahren, wo er gefahren ist, das ist sicher einer der Highlight-Tage meiner Karriere gewesen, ohne jeden Zweifel. Die AWUS ist ja was Besonderes. Sie ist lange Jahre lang die schnellste Rennstrecke der Welt gewesen und war auch die erste Strecke der Welt, die exklusiv für den Autoverkehr zugelassen war. Was ist das Besondere, was ist das Faszinierende daran für Sie? Also zwei Dinge mit Sicherheit, die Geschwindigkeit zu einem und dann eben auch die Steilkurve, die ich leider nicht mehr gefahren bin. Denn Steilkurven gibt es ja im Rennsport nicht so oft. Es gibt noch die Strecke in Montlhéry in Frankreich, in Monza gab es eine Steilkurve. Indy ist heute eine überhöhte Kurve, keine Steilkurve. Und das war natürlich nochmal für die Fahrer und fürs Material
eine zusätzliche wahnsinnige Belastung. Wenn man die Überhöhung der Avus ja sieht, wenn auch irgendwie da von Frankenberg andere da oben rausgeflogen sind. Also die Kombination, die Geschwindigkeiten bis 400 mit der Steilkurve, einmalig auf der Welt. Sie haben eben das Thema DTM angesprochen. Sie waren Teil des sogenannten Trio Infernales mit Dieter Quester, mit Prinz Leopold von Bayern. Das war eine wilde Zeit. Sie sind mit Audi gefahren und Sie sind auch noch Rekordhalter der verkürzten DTM-Runde auf der Avus mit der höchsten Geschwindigkeit. Ja, genau, ja gut, dank V8-Power natürlich. Ja. War das gut. Aber auch die Geschichten mit Dieter Quester, mit Prinz Leopold im Kempinski-Gebiet, ist natürlich auch ein Zentrum, wo was los ist. Das, wenn wir die Geschichten heute machen, dann wirst du eingesperrt, gell? Früher ging das noch, gell? Wilde Zeiten. Wilde Zeiten, aber auch schöne Zeiten. Wir haben gewusst, dass wir uns die Kante geben müssen. Wir haben hart gekämpft, haben wir auch nebenher auch Spaß gemacht. Das war schon Weltklasse, gell? Super. Sie haben eben über den Audi V8 gesprochen. Audi 8-Zylinder zu einer Zeit, als es eigentlich in der DTM nur rein 4-Zylinder, rein 6-Zylinder gab. Obere Mittelklasse, Mercedes 190, BMW M3 und dann kommt Audi um die Ecke mit einer Oberklasse-Limousine, mit Allradantrieb, mit V8-Motor und fährt damit alles im Grund und Boden. Wie hat sich das angefühlt, auf einmal so dominant zu sein? Ich werde nie vergessen den ersten Anruf von Professor Piech, wo ich in den USA war. Sagt er, Herr Stuck, nächstes Jahr fahren wir nichts mehr in den USA, wir fahren DTM. Er sagt, Herr Professor Piech, mit was denn? Ja, mit dem V8, mit 200er. Ich sage, Herr Professor, wir wissen schon, das ist ein Riesenauto gegen die 190 Mercedes, 3er BMW. Sagt er, Herr Stuck, passen Sie auf, was sagen. Gell? Und er war ja ein toller Visionär und hat gewusst, dass wir in diesem Auto Sachen haben, wo wir im Endeffekt auch gewinnen können. Einmal der leistungsstarke Motor und dann war der Quattro-Antrieb etwas ganz Entscheidendes. Denn wenn die anderen Kollegen ihre Hinterreifen schon vom Beschleunigen verbrannt hatten, hatten wir das der Vorderreifen. Wir konnten auch das Antriebsverhältnis variieren zwischen vorne und hinten, vor dem Rennen natürlich als Festeinstellung und haben über diese bessere Kraft auf die Straße bringen auch dann die Rennen gewonnen mit der Leistung. Das war schon ein tolles Jahr, ein sehr emotionales Jahr und auch dann den Titel noch im Endeffekt zu holen, war schon super, gell? Was sind denn eigentlich Ihre besonderen Avus-Momente, die Sie in Erinnerung haben? Ja, also erstmal, ich bin ja schon mal früher mit dem BMW Poker dort gefahren, aber emotionaler war es mit dem Audi, muss ich sagen. Eben durch die Geschichte mit dem Auto vom Vater. Und du hast ja immer halt gedacht, Mensch, was waren das für verrückte Kerle? Und jetzt fahren wir dann mit 280 die gerade darunter. Gell? Und die Avus war, obwohl es ja nur geradeaus ein paar Schikanen, physisch und psychisch unheimlich anstrengend zu fahren, weil du musst die Bremspunkte genau setzen. Das waren die Stellen zum Ausbremsen, aber du musstest auch früh wieder aufs Gas, den Speed mitnehmen für die nächste lange Gerade. Das war also hoch anstrengend und auch die Kurve, die dann von der Geraden weg Richtung Steilkurve ging früher, die war sehr, sehr schnell, weil es war keine Auslaufzone und nichts. Also Avus war für einen Fahrer eine sehr große Herausforderung. Und es war auch gefährlich. Obwohl die Runde verkürzt wurde, irgendwann gab es ja Rundenzeit von knapp 1 Minute. Das war gut für die Zuschauer, die Autos sind ja immer schnell an der Tribüne wieder vorbeigefahren. Aber es war trotzdem gefährlich in den Kurven. Und muss man schon sagen, gerade die Kurve, die von der Geraden wegging, diese Rechtskurve, wo es auch leider natürlich einen Unfall gab, leider Gottes, das waren schon Stellen, wo du dich konzentrieren musstest. Also mehr konzentrieren. Kiesodor mit Frank Biller zusammen, gell. Pech gehabt, muss man sagen. Gell? Das hat ja auch schon wieder andere Unfälle dieser Art gegeben. Aber das waren schon eine Herausforderung an die Avus und man wusste schon in der Früh, wenn du in den Rennwagen einsteigst, dass hoffentlich alles gut geht. Aber so muss es sein. Herr Stuck, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie heute unser Ehrengast sind. Und wir sehen uns gleich bei der Eröffnung wieder. Darf ich ein Kompliment noch machen? Ich bin ja zum ersten Mal heute hier und ich bin vom ersten Eintreten hierher total begeistert. Und ich mache eine Warnung, ich komme wieder. Danke. Okay. Weil ich hier in China eingehe. Ich bin schon angefangen. Aber das waren sie, die Einblicke in unsere Eröffnung der neuen Sonderausstellung Avus 100, ein rasantes Jahrhundert. Also kommt vorbei, die Ausstellung läuft bis Ende April. Wir sehen uns dann hier im PS-Speicher. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.